Naja, wir waren ja alle Kinder der DDR. Ne? Und da macht natürlich Erziehung auch ein bisschen was aus. Man hat gewusst, wie dieses Land tickt. Und man hat gewusst, wie weit man gehen kann. Man hat zwar immer wieder versucht, Grenzen, wollen wir sagen, zu überschreiten oder auszuweiten, also die Koppel ein bisschen größer zu machen. Manchmal klappt es, manchmal hat es nicht geklappt. Das hat mit also Diktatur und Satire, das hat auch mit dieser DDR zu tun, weil es war ja nicht so einfach klar Diktatur. Es gab sehr viele Zwischentöne da. Wenn man alleine die Bezirke der DDR sich angesehen hat, ne? Zum Beispiel in Dresden, da unter Modrow, da war wesentlich mehr drin, was Kabaretts machen konnten. Da haben wir immer mit neidischen Augen hingeguckt. Es hat für den Background schon irgendwie eine Bedeutung, weil da eben einige Sachen einfach so angesetzt werden und dann wissen die Leute, darum geht es. Aber es spielt einfach eine Rolle in vielen Programmen. Es ist nicht so, dass wir dauernd jetzt auch reden, weil wir eigentlich jetzt so auf unserer Agenda haben, dass wir über das reden, was uns direkt betrifft. Aber es hat natürlich auch mal ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Das war ja ein Prozess. Ne? Und es war auch nicht so, dass ich unglücklich jetzt darüber war. Und ich muss auch sagen, dass wir an diesem Kabarett sitzend und jetzt mit diesen ganzen Geschichten uns auseinandersetzend, dass wir auch irgendwie Gewinner dieser Einheit waren. Weil nicht nur, dass wir wir haben so viel gearbeitet wie vorher nie, kann man sich ja vorstellen. Wir haben 1,5 Jahre immer so ein Programm gespielt, dann wurde Neues gemacht. Und dazwischen haben wir zweimal gespielt und so, aber jetzt mit einmal wurde geprobt und immer wieder, weil sich ja immer wieder Dinge veränderten, was es zu DDR-Zeiten kaum gab. Da muss ich sagen, diese ganze Wendezeit, das war die großartigste Zeit in meinem Leben. Da muss man sich mal vorstellen, du denkst, du musst hier irgendwie weg und mit einmal zerbröselt das alles. Wir haben am Vortag dieses Nationalfeiertages der DDR, gab es ein großes Treffen am Vorabend in der Volksbühne. Und sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Da waren ja alle da waren Arbeiter aus den Betrieben und so weiter. Das war so eine Stimmung, wie man das so aus Revolutionsfilmen kannte, ne? Wo dann alle möglichen Leute, und es wurden da Reden geschwungen, die undenkbar waren für die DDR-Zeit, draußen vor Panzer vorbei, weil die schon geübt haben für die Parade am nächsten Tag und so weiter. Das war alles so irre. Und dann ging das peu à peu. Und wir haben hier jeden Abend, weil der Edgar und ich war auch mit dabei, wir haben ja in dieser Organisationsgruppe für den 4. November haben wir mit drin gesessen. Und wir haben praktisch jeden Abend den Leuten, bevor die Vorstellung anfing, haben wir von der Bühne runter verkündet, was jetzt da beschlossen wurde. Und weil ja jeden Tag gab es ja etwas Neues und so. Und das war großartig. Ne? Und die Leute saßen alle da und es war irgendwie eine tolle Stimmung und wie sagt man so ein Einverständnis untereinander da. Das war die schönste Zeit.